Hallo Freunde, in unserem Blogbeitrag vom 22. Oktober haben wir ja schon über die Wassersituation in unserem Dorf Tomakeza berichtet. Hier nun ein kurzes Update zu dem Projektfortschritt und mit ein paar Bildern. Seitdem die Trockenzeit im April angefangen hat, ist kein Tropfen Regen mehr vom Himmel gefallen. Dadurch sind wir auf natürliche Quellen oben in den Bergen angewiesen. Damit die Dorfbewohner nicht immer diese 2-3 Kilometer laufen müssen, um Wasser zu holen, wird es über lange Rohre in unser Dorf geleitet. Doch die eine Quelle, die unser Dorf versorgt, ist schon recht alt und sie verdroht auch noch zu versiegen. Immer weniger Wasser kann daraus aufgefangen werden. Auch das Leitungssystem ist aus verschiedensten Rohren zusammengestückelt, total löchrig und veraltet. Von der Quelle bis runter ins Dorf gehen wohl mehr als die Hälfte des Wassers verloren. Alles das führt nun dazu, dass nur noch ein paar Tropfen an einem Wasserhahn im Dorf ankommen. Nicht weit entfernt von der alten haben wir eine weitere, vielversprechende Quelle gefunden. Damit wir diese an das Leitungssystem anschließen können, haben wir mit all den Dorfbewohnern angefangen zu graben und den unterirdischen Wasserverlauf an den Ursprung zu folgen. Das war dann doch etwas weiter, als wir dachten, aber nach 2 Tagen Graben durch Schlamm und Geröll und Steine haben wir dann endlich den Ursprung der Quelle im Felsen gefunden. Nachdem wir die Stelle großräumig ausgehoben und gereinigt hatten, konnten wir sehen, wo das glasklare Wasser direkt aus einem Spalt im Felsen kommt. Ein Fachmann, der 1984 von einem Schweizer Entwicklungshilfeteam ausgebildet wurde, wie man Quellen in den Bergen fachgerecht ausbaut, hat uns gezeigt, was wir tun müssen. Mit Lehm wird zuerst ein Damm aufgebaut und das Rohr eingefasst, aus dem später dann das Quellwasser ablaufen soll. Der wasserdichte Lehm verhindert, dass der Beton, der die Quelle schützen soll, vor dem Wasserlauf weggeschwemmt wird, solange er noch frisch ist. Der Beton und die Steine ringsum, sowie die Betonplatte, die die Quelle nach oben hin verschließt, sollen verhindern, dass Regen- oder Oberflächenwasser eindringen kann und das saubere Quellwasser verunreinigt. Auf den Grund der Quelle werden zuerst große Felsbrocken, dann immer kleiner werdende Steine gestapelt, bis hin zu kleinen Kieselsteinen ganz oben. Das bildet einen Hohlraum, wo sich das Wasser sammeln und langsam ablaufen kann. Als letztes wird dann oben eine wasserdichte Betonplatte aufgegossen, die die Quelle schützen soll. Leider habe ich vor lauter Lernen und Tun vergessen, Bilder von dem kunstvollen Stapeln der Steine zu machen. So seht ihr also hier nur erstmal die fertige Betonplatte. Aber was zählt ist, dass am Ende das für uns so wertvolle Wasser aus dem Quellrohr rauskommt. Und wir waren alle sehr begeistert und dankbar, als wir den Wasserfluss gemessen und errechnet hatten, dass ungefähr 6600 Liter frisches Wasser pro Tag aus der Quelle strömt. Und ich war auch begeistert, wie viele Dorfbewohner bei der körperlich harten Arbeit mitgeholfen haben. Besonders die Frauen sind sich hier nicht zu schade, auch die Spitzhacke oder den Spaten in die Hände zu nehmen und den Graben in dem doch recht steinigen Boden für das Rohr zu dem zukünftigen Schlicktank auszuheben. Dieser kleine Tank, der nah an den beiden Quellen gebaut werden soll, wird verhindern, dass Schwemmsand aus den Quellen in die neuen Rohre gelangt und sie so zusetzen kann. Als nächstes werden wir noch die alte Quelle ausheben und auch neu einfassen und so hoffentlich etwas mehr Quellwasser aus ihr herausbekommen. Eine große Herausforderung wird auch noch die Strecke von dem Schlicktank an den Quellen bis zu dem Speichertank im Dorf werden. Da müssen wir den ganzen Weg einen mindestens 60 cm tiefen Graben ausheben. Das muss so tief sein, damit die Leitungen im Winter bei dem strengen Frost hier in den Bergen nicht einfrieren. Für den Schlicktank konnten wir inzwischen auch schon die Betonplatte aus Beton gießen. Der Speichertank im Dorf wird dann in einer zweiten Phase gebaut, sobald die Finanzen dafür zur Verfügung stehen. Bitte betet doch mit uns, dass wir gutes Wetter haben, da wir bei Regen oder Gewitter nicht in den Bergen arbeiten können. So viel erstmal für das heutige Update zu dem Projekt. Vielen Dank für eure Unterstützung und Anteilnahme. Liebe Grüße aus Lesotho, eure Familie Schmidt.